Wenn man von einer Reise erzählt, geht es häufig um die Erlebnisse in einem fremden Land. Der Weg dorthin ist meistens nur nebensächlich. Doch ist das nicht eigentlich die ursprüngliche Bedeutung vom Reisen? Der Prozess zu erleben, wie sich Kultur und Landschaft um sich herum Stück für Stück verändern? Für unsere erste gemeinsame Reise wollten wir diesem Aspekt jedenfalls mehr Raum geben, und so haben wir uns entschlossen, anstatt zu fliegen, auf dem Landweg nach Georgien zu reisen. Krakau war schon lange auf unserer Wunschliste und lag zufällig direkt auf dem Weg. 2 Tage reichten aus, um festzustellen, dass hinter der historischen Kulisse noch viel zu entdecken bleibt. Wir werden also bestimmt nochmal wiederkommen. Allein schon, weil wir nicht jeden Drink auf der Karte ausprobieren konnten. Dann ging es weiter in Richtung Osten, über die Grenze in die Ukraine und mit dem Nachtzug in die Hafenstadt Odessa. Welcome to the Ukraine. Welcome to the Lviv. Zu Odessa fielen mir bisher nur wilde Mafia-Geschichten ein. Umso gespannter waren wir auf diese Stadt. Was auffiel, war der große Unterschied zwischen Arm und Reich, der hier nicht zu übersehen war. Den klassischen Mafiosi konnten wir zwar nicht ausmachen, uns wurde aber gesagt, dass so manche westliche Luxusmarke noch nichts weiß von ihrer neuen Filiale in Odessa. Für uns war es nun an der Zeit, das Verkehrsmittel zu wechseln. Alle 3 Tage fährt eine Fähre LKWs übers Schwarze Meer nach Georgien. Nach längeren bürokratischen Hürden hatten auch wir einen Platz an Bord der Greifswald bekommen. Die Greifswald wurde in der DDR gebaut, das war 1988 und seit 2003 ist dieses Schiff schon im Schwarzen Meer. Good morning, dear passengers. Breakfast is now be served in restaurant. We wish you bon appetit. Die Fahrt dauert am meisten 2,5 Tage von Tschernomorsk nach Batumi. Und wir haben sehr viele Abergläube, zum Beispiel wir schmeißen nie Stummel über Bord, wir schmeißen nie Müll über Bord, wir stücken nie über Bord. Die See oder das Meer ernährt uns und unterstützt uns. Am Morgen des 3. Tages erreichten wir die Hafenstadt Batumi. Ein bisschen wie das Las Vegas von Georgien und nicht unbedingt das, wofür wir hergekommen waren. Gleich geht's mit dem Jeep 6 Stunden auf der anspruchsvollsten Straße Europas nach Tuschetien. Das ist ganz im Norden von Georgien. Da Georgien zum größten Teil vom Kaukasus bedeckt ist, wollten wir das Land vor allem auf Wanderschuhen erkunden. Mit Zelt und Proviant im Rucksack haben wir uns direkt auf den Weg in die Berge gemacht. Trotz des zusätzlichen Gewichts hatten wir uns dann doch entschieden, auf den mehrtägigen Wanderungen zu campen. Die Freiheit, unser Lager jeden Abend dort aufzuschlagen, wo wir wollten, hat die mühsamen Aufstiege eigentlich immer entschädigt. Manchmal fühlt es sich nicht ganz real an, morgens aufzuwachen, aus dem Schlafsack zu kriechen und das Zelt aufzumachen. Und dann sieht man da diese mittelalterlichen Türme und die grünen Hänge. Ja, das ist eher wie in so einer Fantasiewelt. Nach so gefühlt 10.000 Höhenmetern kommt man allerdings dann doch schon ziemlich schnell wieder in der Realität an.
waren gerade oben auf der höchsten Stelle und dann hat es plötzlich angefangen zu donnern. Dann war der Blitz ganz schnell da und jetzt sind wir pitschnass geworden, als wir den Berg runtergerast sind zu der Hütte hier. We first hiked maybe 4 or 5 hours, and then we arrived at the best party in Georgia today. We sat for maybe an hour and a half, eating food, making toasts, meeting friends, good times. This is the best place in the world. Vielleicht klingt das ein bisschen übertrieben. Doch wenn man so durch den Kaukasus wandert, sich durch die georgische Küche probiert oder die bedingungslose Gastfreundschaft der Georgier erlebt, dann ist man in diesem Moment wirklich am besten Ort der Welt.